Hallo! Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin heute hier am Wilden Kaiser im schönen Tirol und ich bin hier zum Snowboarden. Los geht's, komm mit! Die Skijacke und der Ärmel. Im Ärmel habe ich meinen Skipass versteckt. Und mit diesem Skipass komme ich den Berg hoch. Ich scanne den Skipass. Die Gondel. Ich steige ein. Ich setze mich auf die Bank. Und guck mal. Die Türen schließen sich. Und los geht's. Wir fahren mit der Gondel den Berg hoch. Unter uns gibt es einen Streichelzoo. Kannst du die Tiere sehen? Welche Tiere siehst du? Wie du sehen kannst, gibt es hier wenig Schnee. Nur die Skipiste ist mit Schnee bedeckt. Aber hier gibt es keinen Schnee. Es hat die letzten Wochen, die letzten Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch und Wochen kaum geschneit. Dieser Schnee ist Kunstschnee. Jetzt erreichen wir die Bergstation. Die Bergstation. Ich muss also mein Snowboard nehmen und aussteigen. Ich bin bereit und die Türen öffnen sich. Ich steige aus. Aussteigen. Hier in der Skiwelt am Wilden Kaiser im Brixental, also hier in Tirol, wo wir sind, gibt es Skipisten in 3 unterschiedlichen Niveaustufen. Es gibt die blaue Piste für Anfänger, die rote Piste für fortgeschrittene Skifahrer und Snowboardfahrer und die schwarze Piste für Profis, für sehr, sehr fortgeschrittene Skifahrer und Snowboarder. Beim Deutschlernen sprechen wir von Anfängerniveau, fortgeschrittenem Niveau und fließenden Deutschsprechern. Wo würdest du dich einordnen? Bist du auf der blauen Piste, auf der roten Piste oder auf der schwarzen Piste zu Hause? Schreib mir das doch gern in die Kommentare. Es ist schön sonnig. Die Sonne scheint. Ich habe keine Skibrille. Die Skibrille kann man auf dem Skihelm festmachen. Aber ich habe keine richtige Skibrille. Stattdessen habe ich Sonnenbrillen. Ich setze die Sonnenbrille auf. Das Snowboard und die Snowboardschuhe. Die Bindung, die Snowboard-Bindung, das hier ist die Schnalle. Ich schnalle also das Board an. Ich sitze. Ich stehe auf. Aufstehen. Ich rutsche. Rutschen. Ich fahre los. Losfahren. Eine Kurve nach rechts. Eine Kurve nach links. Und ich bremse. Bremsen. Die Kinder sind gerade in der Skischule. Die Skischule. Sie lernen, wie man Ski fährt.
Kannst du Ski oder Snowboard fahren? Hast du das Skifahren oder Snowboardfahren in einer Skischule gelernt? So. Ich stelle das Snowboard ab. Die Skiständer. Hier kann man die Skier und Snowboards abstellen. Und jetzt kehren wir ein. Einkehren bedeutet, dass man nach einem Skitag in einem Bergrestaurant etwas trinkt oder isst. Wir kehren also im Alpengasthof Salvenmoos ein. Hi. Hallo, servus. Eine alte Oma bitte. Einmal heiße Oma. Ah, genau. Heiße Oma. Heiße Oma. Heiße Oma. In der Küche wird das Getränk zubereitet. Du darfst es hier, du kriegst von mir. Na, wirklich nicht. Genieß ihn. Dankeschön. Bitte. Magst du uns noch erklären, was eine heiße Oma ist? Heiße Oma ist warmer Eierlikör mit Sahne und Schokostreusel obendrauf. Mhm. Vielen, vielen Dank. Bitteschön. Danke Genieß vielmals. ihn. Und ich Dankeschön. sogar ein heißer Opa auch. Da. Das ist hausgemachter Holunderlikör, warm gemacht mit Sahne. Dankeschön. Danke. Danke. Ciao. Also eine heiße Oma, keine alte Oma, sondern eine heiße Oma und einen heißen Opa. Und wir werden die zwei Getränke gleich probieren. Wir haben diese zwei Getränke gerade kostenlos bekommen, also geschenkt bekommen. Wie großzügig. Und wir werden die alte Oma, also heißen Eierlikör mit Sahne, und den heißen Opa, heißer Holunderlikör mit Sahne, gleich gemeinsam probieren. In Deutschland und in Österreich muss man sich beim Prosten in die Augen gucken. Also, Prost! Ich probiere die heiße Oma. Schmeckt's? Möchtest du die heiße Oma oder den heißen Opa probieren? Schmeckt's? Ja, super. Ja, super. Nach der flüssigen Stärkung geht's weiter. Alexa ist meine Freundin. Alexa kommt aus Mexiko. Hola. Hola everybody. Und Alexa fährt Ski. Also zeige ich dir, wie man die Teile der Skiausrüstung nennt. Der Skischuh. Der Skischuh ist hart. Der Snowboardschuh ist weicher. Alexa schnallt den Ski ab. Und das hier, das ist die Skibindung. Die Bindung. Und der Ski. Der Ski und die Skier. Zusätzlich braucht Alexa Skistöcke. Der Skistock und die zwei Skistöcke. Und jetzt zeigen wir dir, wie Anfänger hier Skifahren lernen. Los geht's! Alexa schnallt die Skier an. Wir bremsen im Flug. Der Flug. Wir machen eine Pizza. Super. In der Pizza fährt man sehr langsam. Nicht schnell, sondern langsam. Und von der Pizza gehen wir in die Pommes.
In Pommes fährt man schneller. Das ist der Sessellift. Man kann mit der Gondel den Berg hochfahren oder mit dem Sessellift oder mit einem Schlepplift. Das ist ein Schlepplift. Und jetzt bringe ich unseren Freunden einen typischen Trinkspruch bei, den man besonders in Österreich und in Bayern auf dem Oktoberfest im Bierzelt hört. Er lautet Zam, 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 Prost. Er wird geschrien und Zam bedeutet zusammen, also zusammen, 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 Prost. Zum Abschluss machen wir noch Fotos, Erinnerungsfotos und dann folgt die letzte Abfahrt des Tages. Wir fahren das letzte Mal den Berg hinunter. Und das hier ist eine Schneekanone. Mit dieser Schneekanone wird der Kunstschnee erzeugt. Die Kinder flitzen den Berg hinunter. Auf dem Weg nach unten kehren wir noch einmal in einem Bergrestaurant ein. Wir genießen die Sonne und die schöne Aussicht. Unten angekommen, warten wir bei der Bushaltestelle auf den Bus. Mit dem Bus fahren wir zurück ins Hotel. Was für ein schöner Skitag. Bis zum nächsten Mal und tschüss!